Wir Menschen nehmen Informationen über 5 Wahrnehmungskanäle aus unserer Umwelt auf. Wir können sehen, hören, fühlen, riechen und schmecken. Man würde hierbei auch vom visuellen, auditiven, kinästhetischen, olfaktorischen und dem gustatorischen Wahrnehmungskanal sprechen, weshalb man die Wahrnehmungskanäle auch mit dem Begriff WAKOK abkürzt. Dabei gibt es ein interessantes Phänomen. Unser Gehirn kann Informationen nicht verarbeiten. Und hauptsächlich verarbeitet unser Gehirn Informationen visuell. Wenn ich dir jetzt also sage, denk nicht an einen Weihnachtsmann, der auf einem rosa Elefanten reitet, wirst du vermutlich genau davon gerade ein Bild vor deinem inneren Auge gehabt haben. In Bezug auf den auditiven Wahrnehmungskanal ist ganz wichtig, dass wir zwar den ganzen Tag hören, also Informationen aus unserer Umwelt aufnehmen, wir aber vor allen Dingen im Denken den ganzen Tag uns selbst sprechen hören. Denken ist ein auditiver Prozess und da wir den ganzen Tag denken, sprechen wir eigentlich auch den ganzen Tag zu uns selbst. Achte einmal in deinem Alltag darauf, wie deine Strategien sind, wenn du etwas machst und du hast es richtig gut gemacht. Du wirst dich dann höchstwahrscheinlich loben und dich beim Loben selber ichsen oder duzen. Und auch wenn du mit dir in die Kritik gehst, dann wirst du dich an der Stelle entweder ichsen oder duzen. Achte auch einmal auf die Verteilung. Wie oft lobst du dich aktiv und bewusst und wie oft gehst du mit dir in die Kritik? Dadurch, dass unser Gehirn Informationen nicht verarbeiten kann, wir den ganzen Tag im auditiven Denkmuster zu uns selbst sprechen und unser Gehirn vornehmlich bildhaft verarbeitet, bist du in der Lage, anhand deiner Gedanken Bilder zu erzeugen, die sich vor deinem inneren Auge aufbauen. Das spielt vor allen Dingen eine Rolle, wenn du zum Beispiel im Grübeln feststeckst. Du denkst über deine Zukunft nach, bist in einem Worst-Case-Modus unterwegs, was könnte dir die Zukunft bringen? Und dein Gehirn wird dir automatisch auch Worst-Case-Szenarien bildhaft vor dem inneren Auge präsentieren. Es ist für uns unheimlich wichtig zu verstehen, wie unser Gehirn mit Informationen umgeht und diese verarbeitet. Denn zum Beispiel jemand, der mit Ängsten zu tun hat in der Regel keine Angst vor dem, was konkret in seiner Umwelt als Gefahr lauert, sondern vor dem, was er als Bild vor dem inneren Auge auf seiner inneren Verarbeitungsebene wahrnimmt. In Bezug auf den kinästhetischen Wahrnehmungskanal, also das Fühlen, spielt für mich weniger eine Rolle, wie sich etwas konkret anfühlt, sondern eher, wie wir in Bezug auf unser Bauchgefühl handeln. Denn wenn wir etwas machen, was wir nicht gerne machen oder etwas noch nicht machen, was wir aber gerne machen würden, dann bekommen wir ein schlechtes Gefühl, wir werden unzufrieden. Die Wahrnehmungskanäle des Schmeckens und des Riechens, also das gustatorische und das olfaktorische Erleben, sind für unseren Genuss unheimlich wichtig, allerdings für unser Thema des Selbstwertgefühls erst einmal nachrangig.